Servus und Hallo zu dieser Episode Felix das Bikes. Schön, dass du dabei bist. Heute testen wir mal was ganz Verrücktes. Denn eine der Fragen, die mich am häufigsten von euch erreicht, ist, ob man mit einem Umwerfer fahren soll oder ohne. Also mit Einmalübersetzung oder Zweimalübersetzung. Und egal für was man sich entscheidet, einen Tod muss man immer sterben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, jetzt gibt es eine Technik, die nicht ganz günstig ist, die aber die Vorteile von beiden Systemen kombiniert und dabei soll kein Nachteil entstehen. Klingt spannend, schauen wir uns an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, während man sich darüber streiten kann, wie viel Elektronik bzw. Technik man auch an sowas Einfachem wie einem Gravelbike braucht, sprechen eigentlich kaum Argumente gegen eine 1x22 Übersetzung. Classified ist eine belgische Firma, die schon seit 7 Jahren daran tüftelt, dass Umwerfer der Vergangenheit angehören. Und mittlerweile gibt es 3 Hersteller, die das System verbauen. Wir sprechen noch vor der Eurobike 2021. Das heißt, wir haben jetzt hier Ridley, wir haben Rose und Isaac. Und man wird in Zukunft auch noch viel mehr Räder mit dem Classified-System sehen. Denn Classified hat nicht nur sehr ehrgeizige Expansionspläne, sondern es werden jetzt mehr und mehr OEMs auch auf innovative Lösungen aufspringen müssen, die tatsächlich lieferbar sind. Denn Classified hat einen weiteren sehr, sehr großen Vorteil. Sie fertigen in Belgien und 90% der Fertigungsbauteile kommen auch aus der näheren Umgebung der Fertigungsstätte dort. Und das bedeutet, sie haben einige Logistikprobleme weniger als viele ihrer großen, namhaften Konkurrenten. Und dementsprechend sicherer und größer ist die Planbarkeit, die man eben mit dem Hersteller Classified auch hat. Und wir können uns auf einige weitere spannende Produkte freuen. Es wird natürlich dann eher in so einem sehr, sehr hochpreisigen Segment untergebracht werden. Also das Rad, das jetzt vor mir steht, kostet knapp 7.000 €. Das von Rose ist so um die 5.000 € zu haben. Und da wird es sich wahrscheinlich vorerst noch einpendeln. Das komplette Custom Set, das man ja auch über die Classified Webseite kaufen kann, ist so um die 2.500 € erhältlich. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn 7 Ingenieure aus dem Automotive-Sektor an etwas herumdoktern und am Schluss kommt dann eine Getriebenarbe bei raus, dass das nichts ist, wo der Endkunde selber dran rumschustern sollte. Also da wird im Servicefall immer der Servicepartner aufgesucht und dieses Servicenetz oder der Händler, der im Servicenetz dann eben auch drin ist und geschult worden ist von Classified, ist dann der erste Ansprechpartner, wenn es dann zu einem Servicefall kommen sollte. Und das soll natürlich auch das Vertrauen in ein neues Produkt vom Endkunden vergrößern. Und wie funktioniert es jetzt genau? Schauen wir uns an. Man hat 2 Gänge. Ein Gang wird übersetzt mit dem Faktor 1:1 und der leichtere Gang wird übersetzt mit dem Faktor 0,7:1. In der Hinterradnabe versteckt sich also die Technik des ganzen Classified-Systems. Einerseits ist dort der Empfänger für den elektronischen Schaltvorgang, der hier mit der DI2 ausgelöst wird. Also der Sender sendet, wenn ein Schaltvorgang ausgelöst werden soll, ein Bluetooth-Signal an diese Steckachse von Classified und dann wird in dieser Classified-Narbe entweder übersetzt oder untersetzt. Im schwereren Gang, also bei der Übersetzung 1:1, ist das Getriebe und die Planetengetriebe an sich starr. Wenn man jetzt in den kleineren Gang schaltet, also mit der Untersetzung von 0,7, dann wird die Bewegung von dem Rad und eben auch von der Narbe über das Planetengetriebe abgewälzt und dadurch dreht sich das Rad und damit auch die Narbe nur um 0,7 mal so viel. Die Kassette wird ebenfalls von Classified gefertigt, ist aus Stahl, dadurch soll sie langlebiger sein und die gibt es in 4 verschiedenen Abstufungen, in 1127, 1130, 1132 und 1134. Also für jeden Gusto soll da etwas dabei sein. Nehmen wir mal als Rechenbeispiel einfach hier die Kassette, die drauf ist. Da haben wir eine 1134er Kassette drauf. Da wäre alleine jetzt bei einer Einfachübersetzung eine Gangspreizung von 309%. Mit der Classified-Narbe haben wir insgesamt dann 451%. Da sieht man schon, was da noch rauszuholen ist. Was bei den elektronischen Komponenten ja auch mal ein Riesenthema ist, ist die Akkulaufzeit. Und so
ist die Akkulaufzeit von der Smart Through Axle mit 10.000 Schaltvorgängen auf ungefähr 3 Monate angegeben. Und von der Sendeeinheit im Lenker geht man davon aus, dass die Batterie ungefähr 1 Jahr hält. Dann kann sie gewechselt werden, ohne dass man das Lenkerband vom Lenker nehmen muss. So, jetzt haben wir hier nochmal einen ordentlichen Berg. Jetzt probieren wir mal was aus. Ich fahre jetzt mit dem großen Gang an, versuche unter Volllast zu schalten, und zwar nach unten. Und wenn wir ein bisschen Geschwindigkeit haben, schalte ich wieder in den höheren Gang. Und zwar das Ganze ohne Druck vom Pedal wegzunehmen. Oh ja, 1000 Watt. Okay, hört man schon. Aber geht. Jetzt den höheren. Ja, kein Problem. Den niedrigen scheppert. Okay. Aber ich muss sagen, beim Runterschalten hat es jetzt doch geknallt. Also wenn die Untersetzung reinkommt, also dann das Planetengetriebe auch greift, dann knallt es einmal kurz. Aber es rutscht nichts durch, aber man hört es. So, was kann man jetzt als Fazit nach dem Test vom Classified-Rad sagen? Natürlich ist es jetzt ein bisschen gefärbt davon, dass das Classified-System hier im Ridley Kent So Fast, einem der schnellsten Aero-Gravel-Bikes, die ich jemals gefahren bin, wahrscheinlich auch gleich, ich glaube das erste Aero-Gravel-Bike, das ich gefahren bin, dran ist. Und es ist einfach sackenschnell, es ist lächerlich schnell, es ist unfassbar, mit was für einer Leichtigkeit man hohe Geschwindigkeit halten kann und auch mit welcher Spritzigkeit man den Berg hochkommt. Ich versuche das aber jetzt mal rauszufiltern und ein bisschen neutraler darzustellen, wie das System sich anfühlt und für wen es auch geeignet ist. Also es fühlt sich tatsächlich ja kaum anders da an, für den Fahrer in der Bedienung vor allem, als wenn er jetzt mit 2 Kettenblättern vorne fährt. Und das ist schon mal ziemlich cool, dass er nicht die ganze Zeit umdenken muss, dass er ein anderes System fährt, sondern man gewöhnt sich blitzschnell dran. Bei mir war es jetzt so, dass ich die meiste Zeit in dem kleineren Gang unterwegs war und dann insbesondere, wenn es besonders steil bergab ging, das vordere virtuelle Kettenblatt dann umgeschalten habe und dann diese 1:1 Übersetzung hinten hatte. Ich persönlich bin ja noch gar nicht so felsenfest davon überzeugt, ob ich eher so der Einfachübersetzungs- oder der Zweifachübersetzungsfahrer bin. Also mir ist es super wichtig, dass die Bandbreite stimmt, dass ich möglichst viele Gänge habe, damit ich gut bergauf und auch gut bergab fahren kann. Das darf man auch nicht vergessen, dass das Bergabfahren ja auch nicht eingeschränkt werden sollte durch die Gangzahl. Was mir aber immer einen Strich durch die Rechnung macht, ich mag es einfach lieber, wenn da vorne nur ein Kettenblatt zu sehen ist. Und das schränkt eben die Gangzahl mindestens um die Hälfte meistens ein. Jetzt ist es so, dass dieses System eben genau dieses Grundproblem und auch diese Grundsatzdiskussion quasi ausmerzen möchte. Und schafft es das System technisch auf jeden Fall. Es gibt kein Argument mehr, was gegen eine Classified-Lösung im Vergleich jetzt zu einer Einmalübersetzung spricht, wenn man mal den Preis komplett außer Acht lässt. Und das System funktioniert mindestens so gut wie eben 2 Kettenblätter vorne. Man hat die Möglichkeit, dass man das komplette Ritzelpaket auf beiden Gängen, die das Classified-System eben anbietet, auch komplett nutzen kann. Das heißt, groß, groß, klein, klein ist überhaupt kein Problem. Außerdem fällt das Gewicht von dem zweiten Kettenblatt und dem Umwerfer weg. Die Kette kann nicht so leicht rausfallen. Es ist leichter einzustellen und sieht einfach viel cleaner aus. Und es ist dadurch auch wetterfester, weil es eben bauartbedingt die kompletten kritischen Bauteile der Gangschaltung ins Getriebe, in die Innenseite der Narbe verbannt. Und so laut ist dann auch der Schaltvorgang nur. Das ist das Klicken von dem Dia2-Schalthebel fast lauter. Das, was mir jetzt mit Abstand am besten gefallen hat, war, dass man während der Fahrt nicht besonders umdenken muss. Es ist genauso einfach wie mit einfach zu fahren. Man muss nicht daran denken, dass man über Kreuz nicht schalten soll. Man muss nicht daran denken, dass man, während man tritt, also Druck auf dem Pedal hat, nicht schalten soll. Man kann schalten, wann immer man möchte, auch im Stand, was mega bequem ist. Und für den Fahrer wird es eigentlich nur noch komfortabler. Obwohl diese Technik ja super komplex ist, ist es während der Fahrt einfach nicht zu spüren, was für eine geniale Ingenieursleistung da in der Hinterradnabe versteckt ist.
Was man neben dem Preis auch kritisieren könnte, wäre, dass man halt ja einfach noch mehr Elektronik am Rad verbaut hat, was man zusätzlich noch kontrollieren müsste. Das ist für Leute, die oldschool unterwegs sind, etwas gewöhnungsbedürftig. Ich glaube aber, dass es in der Praxis eher kein Problem darstellt, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ich habe das Rad jetzt noch nie laden müssen. Hinten hält das Ganze ja für 10.000 Schaltvorgänge und die vordere Knopfzelle im Barend sollte ein Jahr halten und dann relativ einfach auch zu wechseln sein. Ist es die Zukunft? Wahrscheinlich ist sowas tatsächlich extrem zukunftsfähig. Es ist natürlich dann der große Preis. Also wenn man dieses Kit nachrüsten möchte, muss man mit 2.400 € dafür löhnen. Das ist für den Hobbyfahrer schon eine ganz schöne Menge und ich glaube, das zeigt auch ungefähr auf, für wen dann diese kompletten Bikes, die mit Classified ausgestattet sind, die ja dann auch in einer sehr hohen Preisklasse angeboten werden, dann tatsächlich auch gedacht sind. Das sind nicht die Räder, die der Hobbyfahrer bzw. der Einsteiger dann auch fährt, sondern diese Räder sind tatsächlich was für Rennfahrer, für Leute, die einen sehr hohen sportlichen Anspruch auch an sich stellen und die natürlich dann auch beim Rad absolut keine Kompromisse machen wollen. Stichwort Zukunft. Die Lösung, die hier in dem Rad verbaut worden ist, ist eben mit einer 11-fach-Kassette von Classified gefertigt. Das Ganze gibt es auch mit einer 12-fach-Kassette für SRAM. Und ja, wer weiß, was da noch so kommt. Da ist ja noch einiges in der Pipeline bei den Jungs aus Belgien. Und wir können auch wirklich gespannt sein, welche weiteren OEMs auf den Classified-Zug aufspringen. Allein die Lieferfähigkeit ist schon ein sehr, sehr großes Plus, was viele anderen Komponentenhersteller gerade einfach nicht haben. Deswegen glaube ich, werden wir Classified noch in Zukunft auf jeden Fall an weiteren Rädern sehen. Die Option, vielleicht auch irgendwann was preisgünstigeres anbieten zu können, wäre natürlich noch wünschenswert. Aber jetzt wünschen wir den Jungs erstmal alles Gute für den Markteintritt, dass sie das Händlernetzwerk und damit auch die Servicepartner ausbauen. Das ist ein wahnsinniger Gamechanger, weil einfach diese Grundsatzdiskussion, ob einmal oder zweimal wegfällt und damit wir vielleicht alle in eine friedlichere Gravel-Welt vordringen können. Das war's von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du weitere Videos sehen willst, wie vielleicht hier den Test vom Ridley Can So Fast, gerne abonnieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.